Diesmal keine Zahlen. Es gibt endlich wieder Eier. The trick is to keep the lid on. Aber ich habe noch nie Spiegelei gemacht, wo ich den Deckel habe drauf gelassen. Noch nie. Was sagt der Chat dazu? Stimmt diese Verschwörungstheorie? This is my sunny side up fortune telling. When it turns out good, it means something good is gonna happen. Oh. So that's why you don't cook them over easy. Ja gut, das ist ja logisch, dass man die nicht wendet, du schlaue Frau. Aber das müsste doch klappen, ohne dass man den Deckel drauf macht. Ich habe noch nie einen Deckel da drauf gemacht. Verschwörungstheorie. Ich distanziere mich. Oh. Is this your mother? Yes. She's really beautiful. Olga. Von Solidus in den Kopf geschossen. It's from the periodic table, isn't it? Thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium. Americium. Curium. 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 That's it. Curium. Habe ich zum Glück nie auswendig gelernt. Oh, this? May I? There. See, Sonny? Us girls have to look our best. Her name was Olga. Hmm? My mother. I see. Ah, it's gonna burn. Oh, hold on, look. And there. Done. Thanks. Ich bleib dabei, man hätte dafür nicht den Deckel gebraucht. Aber der Chat schweigt sich aus zu dem Thema. Ja, ich habe auf jeden Fall auch nie einen benutzt. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich kann nicht gemeint sein. Nun haben sie das erste Mal Eier, die normal aussehen. Sunny Side Up, my Eier. Was ist Ihre Meinung zu radikalen Ideologen? Achso, ich dachte, du sagst jetzt zu Spiegelei ohne Deckel. Schlimm. Schlimm, diese radikalen Ideologen, Kurdi. Lustig ist, ich habe das ja bei der Shoyoka kommentiert gehabt. Und sie hat das dann aber ja vorgelesen im Chat, weil Casey oder Lilly aus meinem Chat hier sie ja provoziert haben, meine Sachen durchzugehen. Und so sind ja diese Soundbefehle entstanden, Kurdi. Das war ein Meisterwerk. Ich war ja schon bei ihr blockiert überall. Sie hat dann die Blockaden aufgehoben, um das durchzugehen. Also das war wirklich ein gutes Schachspiel von den Mädels hier. Ich selber war tatsächlich in dieser ganzen Zeit gar nicht anwesend.
Und habe dann die fertigen Videosequenzen geschickt bekommen. Neither your genetic pattern nor Liquid's genetic pattern is a 100% Ja. match for big bosses. Noch Ministerium-Bürokratie. Sehe ich so wie du. Und wir brauchen eine stärkere Amadeo-Antonio-Stiftung. Morgen gibt's ja hier als Reaktion was vom Innenministerium NRW. Das wird ein Spaß. Nein, für mich wird's wahrscheinlich eine Qual. Wie in Argentinien. Ja, ja. Da habe ich auch große Angst vor. Dr. Emmerich, Meine Frau sagt auch immer, die traut sich nachts kaum noch auf die Straße wegen den ganzen Rechtspopulisten. scientifically speaking, Ja, there's ist schlimm. markers implanted during the cloning process. The mixing of mitochondrial DNA within the egg Da cell. sehe ich dich in der Zukunft. Gut, da sehe ich dich. Terminator genes, Hab mir heute auch das, scientifically speaking. die letzte Übertragung vom Frank angeschaut. Both you and Liquid are similar to Big Boss. War gut, in den meisten Punkten gehe ich auch inhaltlich mit. Different? Yes. So different. So that's what Liquid was talking about. We're not copies of our father, after all. Aha. Which is why they created Solidus. But Solidus is dead. Listen carefully, Snake. This is the most important part. Der war gut. Ja, das verstehe ich. Da sehe ich auch die größte Gefahr. The AI that controls the system employs a highly aggressive, advanced IDS. It uses a special code to inspect all data and commands circulating within the network. Nein, ich hole mir nichts Any zu data essen. that fails to conform to that code is treated as a foreign object and expunged, like viruses killed by white blood cells. The authentication program this IDS uses is based on a genetic identification program, one I helped develop for Foxdie. It's set up so that host commands only execute properly if the key matches perfectly. However, if the IDS suspects someone is trying to break into the system, it registers that genetic code on a blacklist. That code is then blocked and can never again be used to access the system. So, if you're going to use a substitute, you need to find a new genetic access code with each new trial. So when Liquid accessed the system in the Middle East and South America, it was only a test. I can't believe this. Snake and Big Boss don't have the same genetic code? Strictly speaking, Snake and Liquid aren't the same either. Which is why Foxdie only affected Liquid at Shadow Moses. And spared you. Let's put it this way. If Liquid uses Big Boss's genetic code, the original, they'll have the system completely under his control. Hold on. I thought having his code wasn't enough. You need his biometric data at the same time, don't you? That's right. And Big Boss is already dead. Ist er wieder da? No. He's alive. Big Boss is alive. Ah, komm His gerade body rechtzeitig. is- Or rather, Schade. his cells. Es hörte sich fast nach einer Reunion an. Aber ich befürchte nur, sein Körper ist noch da. Big Boss survives as a biologist. Tatsächlich, Kurdi Brain-dead shell sustained in a lab. hätte das bestimmt was. Nein, also bei diesem Blockieren, da bin ich natürlich auch völlig absurd. Dann sollte er das lassen. Ich finde aber auch ein paar Reaktionen darauf absurd, muss ich sagen. Liquid has already left Aber ich for habe mich Europe mit seiner in search of Personalie Big nicht so Boss's auseinandergesetzt. Falls er natürlich jetzt wirklich in den body. letzten Jahren nur alle getrollt hat, wäre ich da auch zurückhaltend als Partei, ne? Europe. Aber da ist ja jetzt auch diese komische Frau da im Gespräch. Wie heißt die? As I feared, Die Jesidin ist die auf jeden Fall. all of him. Our only remaining option is to secure the original.
Die teilt jetzt ja auch ganz gut aus. Ja, genau, die meine ich. Wenn die nicht trollen, wenn die das ernst meinen, spricht natürlich aus meiner Sicht nichts dagegen. Ich gehöre jetzt ja nicht zu den Leuten, die da nach der Abstammung gehen und sagen, sonst darfst du nicht mitkämpfen. So, weil wir können gerade sowieso alles gebrauchen, was mitkämpft. Ja. Aber ich kann ja jetzt in diese Leute nicht reinschauen und ich weiß zu wenig darüber. Ne? Ob da jetzt doppelte oder 4D-Schach gespielt wird, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Ne? Ja, gut. Okay. Deswegen habe ich das jetzt nicht mit der Abstammung gesagt. Das war jetzt auch mehr auf den Ersteren da bezogen. Ja, gut. Das ist natürlich... AT Security. Sehr schön. The Patriots. Ja, keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich nicht War economy is heating up the R&D race. in der Situation bin, als Partei das jetzt entscheiden zu müssen. It's not just the PMCs either. Every Moin, corporation Mario. tethered to the military-industrial complex is Willkommen losing its sense zurück. of morality. And it's us science-holics who Ja, are schön, doing dass du our mal wieder dirty work, reinschaust. Wir hatten ja auch kurz not gequatscht. even realizing it. Deswegen wunderte es mich schon fast, weil jetzt ja seit vielen Wochen I don't know. ganz andere Spiele laufen. Also keine, wie sagtest du, rundenbasierten RPGs. Aber morgen werden wir wahrscheinlich fertig werden mit der Serie. Morgen gibt es das Finale. Heute schaffe ich das nicht, weil da müssten wir bis 2 Uhr streamen. Da würde man mich erschlagen für. Morgen Abend gibt es das krönende Finale, aber das Halbfinale gibt es heute. Und Skoll. No use. There's nothing we can do here. What do you mean? Du hast viele Kriegsszenarien, Folterszenen, inklusive Augen rausschneiden und sonst was verpasst. Und The Quarry, aber The Quarry kennst du, glaube ich, weil das habe ich ja früher schon mal gestreamt. Und nun gibt es noch ein bisschen Krieg. Dialysis? Oh Gott, und du hast die Reaktion auf Schlaffer und Reiz verpasst, aber das war wahrscheinlich sinnvoll. Mir hat es sehr viel Kopfschmerzen bereitet. Dialysis. Is that like what kidneys do? That's right. Raiden's blood is an older type of artificial blood that was used by the military, called white blood. After it's been in use for a while, Ja, beim Thema Handlung sind wir ja einer Meinung. Glaube ich. Axel, er ist der Deutsche. right now, he's slipping into autotoxemia. Tja. Ich weiß es nicht, ne? Ich kenne, wie gesagt, diese Personalie tatsächlich gar nicht, Kohli, deswegen will ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber wenn es da jetzt natürlich nur um irgendwie Thema Sexualität geht oder Abstammung, ist mir das halt völlig Latte. Aber wenn da natürlich andere Sachen im Spiel sind, wäre ich da natürlich auch vorsichtig, ne? Wenn er natürlich wirklich schon so ziemlich jeden blockiert hat und schon früher für viel Stress gesorgt hat, ne? Schwierig. Where? The same place Liquid went? Dr. Magnar. Ja, weißes Blut. Er ist seit gestern kein gewöhnlicher Mensch mehr. Also gestern haben wir halt das vorletzte Metal Gear durchgeschafft. Da war er noch ein Mensch. Dr. Magnar. Aber jetzt ist ja die Hälfte von ihm künstlich. A world-renowned cybernetics expert. Strictly underground, though. We're in luck then. It's settled. We must head for Europe. The sooner we get there, the better. Yeah. I'll call Campbell and have him get us landing clearance. Auf zu flirten, ihr zwei. Oh, Snake! Where are you going? I'm gonna be spewing out poison soon enough anyway. Ja, und er ist unser Held ist in 3 Monaten eine biologische Kampfwaffe. This
is a no smoking flight. Auf Unrechten gemeinsam, wenn es dein Grund ist, beispielsweise einmal Erdogan, Bundhöcke als. Was? Okay, das ist natürlich ein seltsamer Take, wie man so schön sagt. Spricht jetzt nicht für ihn. Wie schätzt denn du das ein? Ist das eine riesige Propagandaaktion? Irgendjemand wie die Amadeo Antonio Stiftung zieht da die Fäden, um die AfD am Ende richtig zu diskreditieren? Ich meine, möglich ist alles, ne? Ist auch nicht so, dass ich... Also... Ne, wobei, das stimmt, so klug, dass die ein U-Boot installieren, was aber auch von Linken gehasst wird, sind die Linken nicht. Also wenn ich eins weiß, ist, dass Linke nicht schauspielern können. Ne, das glaube ich nicht. Gut, vielleicht ist die Personalie auch einfach psychisch woanders, ne? Das kann natürlich sein. Ne, stimmt, große Trollprojekte von links gibt's eigentlich nicht. Für die Amadeo Antonio Stiftung ist ja queerfeindlich. Weil der nur Menschen spielt. Achso. Ah, mein Fehler. Nee, aber wie gesagt, das können die auch nicht. Also, ich habe immer gesagt, wenn ich der politische Gegner wäre, hör mal, ich hätte so viele Ideen. Ich verstehe gar nicht, warum die so wenig Ideen haben. Oder, ja, ich glaube, das liegt auch irgendwie so an diesem begrenzten Horizont. Ich meine, wir können ja froh darüber sein. Ich denke auch nicht, dass so eine Lisa L. geplant war. Also, glaube ich nicht. Die waren nicht von vornherein ein U-Boot. Das war auch nur so eine geistig woanders existierende. Also so richtig mit Plan würde ich das höchstens so einem Böhmermann zutrauen. Ich meine, er hasst sich für die Pest. Aber ich glaube schon, dass der intelligent ist. Ja gut, wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben sie ja damals diesen Discord-Server, den ich jetzt hier namentlich nicht nennen werde. Haben sie ja wahrscheinlich damals sogar unterwandert, ne? Das war vielleicht das einzige Mal, wo ich wirklich glaube, dass die Fäden gesponnen haben. Ja. Vom Alexander Nikolai. Seinen Namen werde ich hier sagen dürfen. Der Server. Aber abgesehen davon traue ich denen solche Schachspiele auch nicht zu, tatsächlich. Ne? So sorry. No, there's nothing for you to be sorry for. Or me. I used to be an anime otaku. Stimmt, das hat er ja schon in Teil 1 gesagt. So that's where Otacon comes from. I was always fascinated by sci-fi anime. That's what got me Du meinst, ob ich den jetzt für den nächsten Helden und die Lichtgestalt schlechthin halte? Da ist die Antwort nein. My own research could cause so much misery. Ich meine, da bin ich jetzt ein bisschen tiefer im Bilde als bei dem Ali Utulu oder wie auch immer man den ausspricht. Aber auch da ist es für mich schwer, sich jetzt eine Meinung zu bilden. Ich konzentriere mich halt dann doch politisch sehr auf Deutschland. Ich befürchte, Argentinien wird eh nicht. Ja, ja. Und da hatten wir, ich weiß nicht, ob du in der Rockade-Gruppe bist. Naja, wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Also ich meine, schauen wir uns Meloni an, ne? Und die Tendenz sehe ich da auch. Ja. Ja, die Tendenz sehe ich da auch. Nur, das ist ja jetzt Kartenlesen, ne? Habe ich mir da ein richtiges Bild machen können? Nein, bin ich da. Weiß ich nicht. Aber ich stimme dir zu. Also, dem Herrn Punisher. Sunny was taken by the Patriots right after she was born. She never even met her parents. Ja, schau an, wie ich gerade sagte, ich bin ja jetzt ja nicht so tief drin. In der Tat würde ich sagen, dass die Haltung ziemlich dumm ist, wenn du ein doppeltes Spiel spielst. Was ist also deine Meinung? Normales überquatsche ich keine Sequenzen, aber es ist ja wieder gerade nur das Briefing, das wird man mir verzeihen. Verstehe, du bist etwas optimistischer.
She Nee. spends every day inside Meloni the hat net, überhaupt nicht geholfen. exploring. For Das Sonny, war schon eine krasse Enttäuschung. this is home. No, it shouldn't be like that. What? It's time you let her go outside. What are you talking about? She hasn't even been born yet. She's still in the womb. She needs to live a real life. Ja, wir werden sehen. Das Sonny's interessiert never mich auf, shown das any Thema interest interessiert in mich auf jeden leaving Fall bei the weitem mehr als der neue AfD-Zuwachs. I'm worried about letting her go Vielleicht out machen wir there. dazu mal sowas hier. Vielleicht machen wir zu dem Thema auch mal was hier. So meinte ich. Auf Politopia sind die Argentinier. Ja, das habe ich gesehen. Die Texte von ihm habe ich auch auf Twitter gelesen. Ja gut, wie gesagt, also dieses ganze Thema Erwin ist bei mir viel weiter runtergesagt, auch wenn ich es nochmal gut fand, dass es dann zu dem Gespräch mit Schlomo kam. Aber dass so viele Rechte in Anführungsstrichen dem Sohn in den Arsch kriechen, wir müssen unbedingt mit dir reden, kann ich nicht nachvollziehen. Auch wenn ich ihn selber schon sympathisch finde und erinnert mich halt auch sehr an andere Altlinke, die ich von früher kenne. Nur es sind halt verschiedene Welten. Und Weltanschauung. Da war Master besser. Willkommen zurück, Easy. Ich habe jetzt auch für das dritte und letzte Kapitel für heute das geeignete Getränk gefunden. Skoll. Flüssiges Gold, ne? Oh, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ich meinte aber Richtung Honig. Ultramaster Vagrant. Es wird immer besser. Es wird immer besser. War klar, dass das nichts wird. Verstehe ich auch nicht, Cody. Ich glaube, viele kleinere rechte Kanäle erhoffen sich einfach ein bisschen Reichweite dadurch. Excuse me? Und viele sehen halt nur, wie der gehasst wird von den Wokies und das reicht schon. Sehe ich ja ähnlich, ne? Also ich meine, das ist natürlich mein 1000-mal größeres Feindbild. Aber irgendwann reicht's auch mal, ne? You understand. Sorry. I know it's selfish of me, but I'd like to be alone for a while. Right. I understand. Halten ja auch für sympathisch, aber warum die richtig Großen auf ihn anspringen? Cody, das verstehe ich eben auch nicht. Das macht keinen Sinn. Nicht strategisch, nicht in irgendeiner Hinsicht macht das Sinn. Für kleinere macht natürlich Sinn. Ne? Kann man ja auch mal ganz klar so sagen. Das verstehe ich schon, warum so ein Sio zum Beispiel mit dem redet. Ach, guck mal an. Da kommen die Eier her. Naja, so jemand wie er oder seine Zuschauer werden aber nie die Seiten wechseln. Andersrum haben die das schon oft geschafft. Ja, aber viele sogenannte Rechte, oder, naja, was heißt viele, ne? Aber einige sind schon zu ihm. Nicht andersrum. Das muss man halt auch mal sehen. Good night, Dr. Emmerich. Jetzt haben die es zwei echt verkackt. If you get uncomfortable or anything, just let me know. I'll be out there working. Thank you. Oh. Yes? Das wird nichts. Ich sag, das wird nichts. Call me Hal. Good night. Good night, Hal. Verkackt, Jung. Ich wusste das nicht schwer. Ich nehme alles zurück. Doch nicht verkackt. Ja, ich hoffe nicht, Goody. Da werde ich auf jeden Fall niemals landen. Ja, aber ich glaube, zum Erwin haben wir da eine ähnliche Meinung. Aber er ist erfolgreicher.
mit seiner Strategie als die Leute, die mit ihm das Gespräch suchen von der Gegenseite. Da bleibe ich bei. Der macht das schon gut. Endlich. The hunt is being carried out by US-based PMC, Ravensword, one of the companies under Outer Heaven's control. Which means that Liquid's lurking somewhere behind the scenes. Right. And at the top of the target Abgesehen vom großen Ende ist das jetzt das Beste, was das Spiel hat. Resistance group led by Big Mama. Snake. Ja. You'll be infiltrating the Ja, klar. region where they Passt are ja auch in believed to diese house their base of operations. Strategie-Kuri, Looks ne? as if the PMCs moved swiftly, cutting off Big Die Mama low-hanging and company's fruits. escape routes. They should still be hiding somewhere in that area. Big Boss's corpse is bound to be with them. You've been added to the PMC's blacklist, so you're going to have to lie about your identity to get in. I've provided you with a way to evade the checkpoints. Make contact with the Resistance and find Big Mama. This Nicht is our abgehauen. last chance. We must reach Big Boss's body. Big Boss Körper vor ihm before they do. finden. Jetzt kommt die wahre Hommage an den alten Spielen mit Big Boss, die ja eigentlich die neueren Spiele sind, aber wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst? Na, wenn die Tarnung mal nicht aufliegt da in der Security-Schleuse. Für die Menschheit. Falls ihr euch denkt, was macht der da? Ihr werdet das gleich hören, was der da macht. So. Für dieses Kapitel brauche ich was zu trinken. Set next. You. Get your ass in the machine. Hey, you deaf? Take him Oh, away. ich befürchte, das geht schief. You're coming with me. I said over here. That's enough. I'll take Meryl. it from here. But We've been looking for this man. yes, ma'am. Come with me. Naja, was ist denn die Lösung vom Schattenmacher? Ich habe auch den Schattenmacher jetzt in letzter Zeit nicht mehr verfolgt. Ich komme nicht mehr so viel dazu zur Zeit, so 1- bis 2-stündige YouTube-Videos zu schauen. Ein paar Leute wissen warum. Wenn ich gerade abends nicht streame, bin ich gerade so ein bisschen viel unterwegs. Ich hoffe, das hat sich jetzt ab der übernächsten Woche erledigt. Aber ich muss mich um ein paar Sachen kümmern. Nein, keine Sorge, mir selber ist nichts, aber mit anderen. Deswegen, ich habe wahrscheinlich... Deswegen habe ich auch diese ganze Videoproduktion noch nicht gemacht, die ich ja angekündigt hatte. A little present from Aber es ist gerade ein bisschen Ausnahmesituation bei uns. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall in 2 Wochen durch. Dann kriege ich auch wieder mehr mit. Ich habe vom Schattenmacher gar keine Videos mehr geschaut, Cody, You may tatsächlich. not believe it, but I'm in charge of overseeing all PMC activity. Having connections can still open doors. You alone? Ne, das kaputte Team ist auch da. Over here. Hey, Halt doch den Mund. What is wrong with that guy? Listen to me, Snake. After reporting what happened in the Middle East to my superiors, I wrote up a threat assessment. The
president's finally realized the danger Liquid's little rebellion poses and has called for immediate Die action. fielen auch optisch Now auf. I've got more bodies than I know what to do with. A whole joint Army Marines team. Ja, da kannst du ja jetzt den Krieg für uns führen. Mixed in with the US forces here. We're ready to strike Liquid at any time. Ja, das wäre doch gut. Das ist ja gut. Take him by force. It's crazy. Look, things aren't that simple. Listen, old man. I don't take Na? orders from you or from your Wen Colonel nennst du hier alten Mann? It's gonna be the Middle East all over again. No, it won't. If things get out of hand, we can put a total lockdown on the PMC's weapons. They won't be able to fight back. Don't forget, we control the system. I wouldn't rely too much on the Ja. system if I were you. We've got them beat in sheer numbers. Meryl. Look, Snake. Just leave this to me. There's no need for you to put yourself in harm's way. Don't risk your life for no reason. Snake. What you're trying to do, it's not a mission. I know. It's not justice. It's a hired hit. If you know, Ja, zu Recht. look, our ways of thinking might be different, but to me, you're still a legend, a hero. I know all about the things you did when you were young. It was what Ja, du warst ja auch dabei. I can't bear to watch you die. Außerdem ist das ein paar Jahre her. Also er sieht ja jetzt nur so alt aus. Er ist ja gar nicht. Old soldiers Ist never ja nur der die. Virus. Your cause is our cause now. You don't have to do this. Ja, da bist du an deinen Account gebunden. Für die meisten Menschen ist das ja nichts Negatives, Kurdi. Du musst ja keine Politik machen mit deinem PlayStation-Account. Mal Updates und so. Also ich verstehe, was du meinst. Ich mag das ja auch nicht. Ich habe ja auch lieber alles physisch hier. Aber es spielt natürlich mehr oder weniger keine Rolle. Weil, ja, ist ja, glaube ich, noch nie was passiert. Klar, wenn die Firma irgendwann dicht machen würde, sind die Leute mit nur digitalen Gütern natürlich am Arsch, ne? Das ist klar. I may have loved you once. But now you're just too damn senile to face the truth. Nein, ich sage ja auch immer, holt euch alles analog, physisch, wenn es geht. Snake. Ich meine, klar, kostet mehr, wobei noch nicht mal, ne? Oft, bei PlayStation kostet es sogar ist oft digital mehr. Befürchte, jetzt kopiert Cody erstmal einen riesen Text hier rein. Aber ich bin jetzt mit PlayStation im Geschäft, seit ich, glaube ich, Grundschüler bin. Und habe noch nie irgendeine schlechte Erfahrung gemacht, muss ich auch kurz dazu sagen. Ach, es geht ums Weiterverkaufen. Nee, du hast recht. Nein, da bist du raus. Klar, das geht nicht. Du kannst höchstens geheim deinen Account verkaufen. Nee, klar. Da habe ich jetzt gar nicht, ich habe noch nie ein Spiel verkauft, muss ich dazu sagen. Aber da ist natürlich auch ein Punkt, ja. Bald wird ja alles nur noch digital gehören. Man kann billig gebrauchte Spiele kaufen. Das ist richtig. Gegen das Großkapital. Ja, ich verstehe deinen Ansatz. Nur der ist heutzutage so schwer vermittelbar, ne? Die Leute haben sich dran gewöhnt, ne? Gerade die Generation, die jetzt das nur so kennen. Schlimm eigentlich, ne? Tja. Ich hatte ja auch gedacht, Kino wird komplett abgeschafft. Jetzt habe ich ja erfahren, also ich war ja die letzten Wochen mal wieder ein paar Mal im Kino. Noch gibt's das ja, aber immer abgeschwächter, ne? Aber irgendwann wird alles Netflix und Co. sein. Ja, wobei, ich glaube, die haben auch gerade Probleme. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine.
der Trend zum nur noch digitalen Besitz. Ist ja ganz klar. Wobei ich bin froh, dass ich jetzt mal wieder ein paar Mal ins Kino gehe. Man hat mir diese Dienstkarte geschenkt. Was für ein Publikum geht noch ins Kino? Nicht nur das typische Klientel, was du meinst. Nicht da, wo ich ab und zu ins Kino gehe jedenfalls. Ganz normale Menschen da tatsächlich. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Ja, ich sag mal so, in Düsseldorf wahrscheinlich nicht. Zack! Ja, genau, digitale Lizenzen verkaufen wird nicht. Ja, das ist nicht gewollt, ja. Ich will nicht immer ins Spiel reinsprechen. Tatsächlich, was das mit den Discs betrifft, ist ja jetzt auch anders als früher. Dann hast du die, vielleicht kannst du das Spiel installieren, dann brauchst du trotzdem den ersten Upload. Teilweise musst du dich bei Spielen ja auch dann registrieren. Also diese ganze Disc-Geschichte ist besser, hilft aber langfristig da natürlich auch nicht mehr. Das Thema ist durch. Es wird natürlich immer Nischen geben, dass man irgendwie das austrickst, aber der durchschnittliche Konsument ist jetzt ja auch kein politischer Aktivist. Also natürlich für die Allgemeinheit wird das die Gewohnheit werden. Streamingdienste machen momentan auch etwas Rückgang. Ja, das meinte ich ja eben mit Netflix. Wobei ich glaube noch nicht mal, dass es unbedingt, also keine Ahnung, also ich würde es da auf diesen ganzen Wokismus beziehen. Nicht nur in schlechten Qualitäten, einige Eigenprodukte sind der Grund. Ja, kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, diese ganze komische woke Grütze, ich habe sie mir noch nie angeschaut. Ich kenne auch niemanden und ich habe keinen besonders politischen Freundeskreis, aber auch im Unpolitischen kenne ich niemanden, der sowas feiert. Das hat jetzt gut gepasst, easy peasy. Ja, morgen ab 18 Uhr machen wir eine politische Reaktion auf ein Spiel des Innenministeriums NRW, die uns zeigen wollen, wie die Welt aussieht. Da gehört dieses Gespräch eigentlich hin. Ich glaube, in dem Zusammenhang seid morgen gerne um 18 Uhr da. Herr V. steht, hat mich kompakt angelogen. Kompakt ist auch so ein gutes Beispiel dafür, wie war eigentlich viel gute Sachen gesagt. Ich weiß die über Scheiße euer gemacht. Privatleben mehr, als ihr alle wisst. Ich weiß über eure ganzen Konversationen mehr, als ihr denkt. Ich habe fette Ordner über euch alle. Sehr schön. Oh, du hast die Top 100 geknackt. Du bist auf Platz 99. Ein Disc kann weiterverkaufen. Den digitalen Code im Grunde auch, nur wird das von Sony und Co. nicht angeboten. Genau, natürlich, im Grunde ja. Aber man ist ja abhängig von den Großen. Und die sagen nein. Und der Trend wird so weitergehen. Ja? Ist schwierig. Aber wenn ich das mit euch ausdiskutiere, kommen wir nicht mehr zum Ende. Deswegen, ich fahre damit morgen fort. Aber nein, schreibt ruhig weiter. Aber ja, es ist natürlich ein Problem, ne? Sehr gut, Cody. Very impressive, CQC, Snake. Wir haben Big Mama gefunden und nur wer Snake Eater gespielt hat, weiß, wer das ist. Call me Mama. Big Mama. Das finde ich halt so gut am Metal Gear Finale. Es kommen die Leute auf ihre Kosten, die jeden scheiß Teil gesehen haben. Was heißt gesehen haben? Gespielt haben. Ja, was ein guter Punkt, Alex. Ja. Nur die Konzerne werden ja auch die Macht nicht verlieren. Daher kann der Trend ja nur weitergehen. Ne? David. It was you, not I, who was created from the rib of man. Da muss ich jetzt noch einen Satz dann doch noch zu sagen.
An dieses ganze Verkaufsargument habe ich nie gedacht, weil ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Spiel verkauft. Ich bin so ein psychotischer Sammler. Ich gebe nichts wieder her. Aber klar, unter dem Aspekt hast du natürlich sowieso da ein Problem. Unabhängig davon, ich glaube, es ist meistens ja auch so, dass die digitale Version sogar noch mal 'n Zehner teurer ist als die Disk-Version. Gibt es allerdings mittlerweile natürlich auch immer so viele Angebote und alles, dass du es dann doch immer wieder, unterboten bekommst. Da achte ich immer drauf. Gut, ich bin jetzt natürlich auch in der Position, ich muss mir nicht jedes neue Spiel, was rauskommt, holen, weil ich habe hier so eine Warteschlange an Listen, ne? Die kannst du, 1 Jahr verzögert dann abgehen. Aber klar, unter dem Aspekt, wenn du das Neueste haben willst, machst du digital natürlich immer Verlust. Im doppelten Sinne. Erstens das, was ihr meintet, und dann eben auch von der Preispolitik her. Und ja, man kann es auch nicht verkaufen. Ja, also stimmt schon alles. Sehe ich ähnlich, Punisher. Ich bin ja auch ein Sammler, also ein physischer Sammler. Also da gehe ich ja mit, ne? Ich bin aber immer derjenige, der gebrauchte Spiele gekauft hat. Ich habe das nur 1, 2 Mal in meiner Jugend gemacht, scheiß Erfahrungen damit gemacht und dann hatte ich ja keinen Bock mehr drauf. Aber tatsächlich auch, weil ich generell nicht so der Typ dafür bin, aber das ist eine eigene Sache. Conker, moin und willkommen zurück. Genau, viel zu spät. Aber das Ende von Kapitel 3 kriegst du ja noch mit. Du kannst dann einen Disc easy mitnehmen und vielleicht bei Freunden etc. spielen. Das stimmt, wobei du kannst natürlich bei Freunden auch einfach kurz deinen Account anmelden, ne? Eben diesbezüglich, das klappt ja. Der Vagrant 29, Oberschicht, kauft keine gebrauchten Spiele. Ja, ich bin ein bisschen eigen auch früher schon gewesen. Ich mag das nicht. Also ich war immer so, also ich hatte damals, also es ist keine Geldsache, das habe ich auch als Schüler schon so gesehen. Ich habe, glaube ich, 2, 3 Mal gebrauchte Spiele geholt, weil ich damals noch nicht so viel Ahnung hatte und wo ich die dann original in den Massenshops nicht bekommen konnte, da habe ich dann auch bei eBay und so geguckt. Bin dann aber auch 2-mal damit auf die Schnauze gefallen. Das kam dann vielleicht auch noch dazu. Ein Disk einlegen geht schneller. Ja. Wobei jetzt ist es egal, weil ob du jetzt die Disk einlegst oder den Account kurz machst, musst du dann ja erstmal ein 60 Gigabyte Update machen. Und das finde ich übrigens wirklich beschissen. Das ist meine größere Kritik, dass du unfertige Spiele jetzt nur noch kriegst, zumindest von diesen AAA-Entwicklern. Und dann bist du auf das erste Update da, wie nennt man das? Musst du erstmal warten. Da kommen noch mal schnell 60 oder 100 Gigabyte. Dann klappt es vielleicht auch ohne Störung. Und wenn nicht, musst du halt warten, bis der nächste Patch rauskommt. Das finde ich tatsächlich wirklich ein großes Problem. Und das sehe ich ja sowieso wie The Punisher. Ich spiele ja eh kaum Community-Spiele oder Multiplayer-Spiele. Offline-Spiele sind immer besser. Der Vagrant, 30, Mitglied der Rothschilds, hat schon als Kindergartenkind nur Neubank. Ich verbessere dich als Grundschulkind kaufen lassen. Sehr schön, Kurdi. Von deinen 2 Sätzen habe ich jetzt mal einen Screenshot gemacht. Das war echt gut. Ja, tatsächlich, Shadow Hearts 1 habe ich als allererstes Spiel gebraucht über eBay geholt, deutsche Version. Ja. Hat nicht funktioniert. Also kam an, aber war kaputt. Und das zweite Spiel, das ich hier gebraucht gekauft habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das erste war auf jeden Fall Shadow. Ich bin ein riesen Shadow Hearts-Fan, easy peasy. Vielleicht kamst du da zu spät, aber ich habe die Trilogie hier schon durchgestreamt. Das ist ja genau mein Thema hier mit Untoten und so Tragik. Also halt nicht Komödie, sondern Tragödie. Also hat mich total abgeholt tatsächlich, die Shadow Hearts-Trilogie. Die werde ich auch irgendwann noch mal hier machen, genau wie Vagrant Story und Final Fantasy 7 alle 2 Jahre. Da war gerade einer, der Rockefeller kauft keine Spiele, sondern Spieleunternehmen. Soweit ist es leider noch nicht. Wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid. So, jetzt bringen wir das hier aber endlich zu Ende. Jetzt kommt der beste Teil des Spiels. Ein bisschen habe ich hier mitbekommen. Gerne ein. Ach so. Wusste ich jetzt gar nicht. Ja, da werde ich auf jeden Fall, also Kudelka, Shadow Hearts 1 und 2, das ist so eine tolle Geschichte. Also, das ist genau meins auf jeden Fall. Das werden wir irgendwann mal wiederholen. But I gave you life. I am your mother.
What? Les enfants terribles. You can't grow a human being in a test tube, not even a clone. You need a woman's body to give it life. You mean a surrogate mother? That's an awfully cold way to put it. Und ausgerechnet sie. I gave birth for the Patriots. Ah, okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Alex. Birth. The forbidden fruit. Appropriate. No? Aber lasst uns gerne die Thematik morgen vertiefen, weil Follow me. da werden die ersten 2 Stunden sowieso in diese Richtung gehen. Wie jetzt ja jeden Freitag, seit mehreren Wochen schon, mache ich jetzt da immer Art halt von Inhalt. The man who wants me dead is Liquid. Your Ach was. twin. You think you know him, but I know him better. He was once Ocelot, but Liquid has taken control of his soul. And now he's locked in a bitter struggle with Zero. Zero. Snake weiß ja gar nicht, wer Zero ist. Ah. Found her. When did this happen? Ich glaube, jetzt kommt die... Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt die, der Übergang zu Snake Eater, dem Anfang des Spiels. It was in that chaotic era that the Patriots were born. And I played my part. Ja, sie war ja chinesische Geheimagentin. I was one of the founding members. You. Zero created the Patriots to manage and control the American state. That control endured long after the Cold War ended. The organization became an empty shell, continuing to function through AIs. Those AIs are responsible for the creation of the war economy, and they gave rise to the Sons of the Patriot system. But I am partly to blame. I bear some of the guilt for creating the organization. It was right after I first met your father, Big Boss. Wir waren live dabei. Vor 3 Wochen oder so. Back in 1964, I was ordered to take part in a CIA op called Operation Snake Eater, which concerned a new weapon the Soviets were developing at the time. My mission was to support a certain agent. That agent later became Big Boss, but I knew him as Snake. Snake? Yes, Naked Snake. That was Genau. his code name at the time. A name he would give to you, his son. The commander of this mission was a man called Zero, the head of Special Forces Unit Fox. Back then, I was working as a double agent for the Chinese. My objective was to secure the location of the Philosopher's Legacy, a massive cache of hidden wealth, and report it. Die früheren Patriots nannten sich A Philosophers. microfilm showing the location of secret funds. Funds amassed by the Man hat sogar Wolke noch mal kurz gesehen. But I failed in my mission and was expelled from China. I took the apple from the snake and was cast out of Eden. After years on the run, I ended up in Hanoi. That's where I met him again. It was around then that Zero used the massive funds contained in the Philosopher's Legacy to start a new organization, the Patriots, which would carry out the final wishes of a certain legendary hero. The initial membership consisted of Big Boss, Sigan, Das waren die Leute, die man ja in Snake Eater auch immer anrufen konnte. Zero. Oh, and there was one more who we mustn't forget. He Ocelot. stayed behind in the Soviet Union to support the group as an informant. Ocelot, who is now Liquid. Der hat sich ja damals mit Big Boss zusammengetan, wie wir gesehen haben in 3 I Spielen. went to America and joined their organization. Zero's goal was to achieve a unity of thought and awareness. He believed that was what the boss wanted, and the rest of the Patriots followed his lead. The boss?
The boss was a legendary hero from the Second World War, known as the Mother of Special Forces. She had an almost overwhelming charisma about her. The CIA feared this, so they had her eliminated. If she had survived, the world of the 21st century might have been a very different place. We were all influenced by the boss's will. It was what drove us to create this organization, to be closer to that spirit. Zero decided that in order to lead the people, we needed a special kind of icon. So we turned to Big Boss, the last son of the boss. He shared more of her life than anyone else. It was Big Boss, the true heir to her legacy, who was best suited to play this role. Zero elevated Big Boss, the hero who saved the world, to the status of an idol. Das war sogar der Titelsong von Phantom Pain. Became riddled with exaggeration, misrepresentation, and outright lies. Zero disseminated these stories among the masses and gathered the rich and powerful to his banner. Every era needs its symbols to control the people, whether it be the stars and stripes, or the hammer and sickle. As the times and currents of politics changed, so too did Zero. Eventually, he became a prisoner of his own lust for power. Ja, das haben wir leider nie gesehen. Das sind ja jetzt die 10 Jahre zwischen den Snake Eater und Peace Walker. With Big Boss drifting away, Zero realized he would need insurance. Something that would perpetuate the existence of Big Boss, their organization's icon. And so Zero secretly embarked on a new project. Les Enfants Terribles. Its goal was to create a clone of Big Boss, the ultimate soldier. The project was led by Dr. Clark, known at the time as Paramedic. After dozens of failures, they finally 3 Kinder kamen ja dabei raus. in producing a fertilized egg. The egg used in the successful in vitro fertilization came from Dr. Clark's assistant, a healthy Japanese woman. Blood from the east flows within your veins. Give birth to Big Boss. To realize this, I asked to serve as the surrogate mother, and was more than happy to carry you in my womb. I loved him. 9 months later, I gave birth to 2 Big Bosses, you and Liquid. It didn't matter that you were clones, or that they had manipulated your DNA. You were born the same way as any other normal child, from your mother's womb. But Les Enfants Terribles proved to be the final straw for Zero and Big Boss. Determined to oppose Zero and his plans, Big Boss broke away from the Patriots. He left the States, created his own Und gründete seine eigene Söldnerfirma. Das haben wir dann ab Peace Walker ja mitbekommen. Und selber gemacht. I'm sorry. Your father never wanted you. Human life isn't meant to be manipulated like that. I knew that, but I wanted you. After Big Boss left, Zero really lost control. What Zero wanted was an orderly world, one governed by rules. His fortune grew through countless wars, and his words influenced decision-making all the way up to the Oval Office. As the world saw the rise of digital technology, IT, the internet, and genetics, the Patriots' power grew immense. Their roots spread and took hold throughout the globe. In time, they began to dictate the fate of entire nations from the shadows. Wobei, wir wissen jetzt ja dank Phantom Pain, dass das zumindest ab den 90ern gar nicht mehr Zero war, weil der seit dem Hirntod ist, ne? Jetzt ist es ja quasi eine KI, die das alles bestimmt.
Their intentions were fair, but their execution was flawed. Zero developed weapons, amassed armies, used information for extortion, all in order to gain more wealth. He was obsessed with controlling awareness on the inside from the outside. But I cannot imagine that's what the boss would have wanted. They both misinterpreted her will. Ist das so? Ja gut, sie war ja mit The Boss befreundet, bevor wir sie getötet haben als Big Boss. Drove them apart. So began the war between Zero and Big Boss. Opposing interpretations, each striving to realize the boss's will. Deswegen ist der dritte, also Snake Eater, eigentlich so wichtig, ne? Um diesen Hintergrund verstehen zu können, was da passiert ist. Differences in race, in religion, in ideology. This war they've caused is no different from any other human error in history. It all started with a tiny fork in the Ich brauche path. dieses Bild. Was war das für eine Grafik mit Big Boss und ihr und den anderen? Das werde ich googeln müssen. There was nothing left of the boss's noble will in their struggle. All that remained was hatred, a passion to destroy one another. Big Boss returned to the US with a plan in mind and once again assumed command of Foxhound. Ja, und das ist jetzt die Story von den NES-Spielen. Then Zanzibar land. Big Boss plotted coup d'etat Genau. against Zero. But you, Solid Snake, Wo dann ja Solid Snake seinen Vater getötet foiled hat. his efforts both times. Big Boss and Grey Davon Fox, ein Remake wäre geil, were oder? left near death. Zero recovered their bodies. Frank Yeager's entire body was reconstructed through Ja. surgery. Frank Yeager wurde dann ja zu Cyborg Ninja, genau. Big Boss, now a vegetable, became a prisoner of Zero even in death. For Zero, more than anyone else, your father was an irreplaceable icon. No, the truth is, for Zero, he was an irreplaceable friend. After Big Boss's betrayal, Zero could no longer believe in something so uncertain as life. He lost his belief in everything. Nations, organizations, individuals. Zero was no longer willing to place his organization in the hands of the next generation. Instead, he set up a network of AIs, a decision-making system formed from all the information he had accumulated. Gut, wir kennen ja jetzt die ganze Geschichte dank Phantom Pain. Er wurde ja mehr oder weniger umgebracht von diesem Skullface. Seitdem hat er keine Kontrolle mehr darüber. GW. The same GW we destroyed 5 years ago. The same. Ever since GW was cut off, JD and the other 3 AIs have controlled all information on every aspect of global society. Emote nicht, was das bedeutet. Economics, politics, law, morals and culture. Aber krass, diese Sequenzreihe gerade bringt die Story von allen Spielen zusammen, die wir jetzt die letzten Wochen gezockt haben. He's trapped for eternity in a brain-dead prison. To bind himself to his friend, to ensure his rule over the world, Zero transformed Big Boss into an icon, neither living nor dead. Sounds almost like a religion. Naturally, Ocelot and I plan to free him from Zero's prison. We enlisted Naomi Hunter, an authority in the field of nanomachine research, into our organization. Jetzt sind wir bei Metal Gear Solid 1. Genau. Das hatten wir erst beim vorletzten Spiel. The Shadow Moses incident. Genau. With Paramedic and Sigint dead, Zero was the only one left. But we too paid a price. I lost Ocelot.
Ocelot wasn't fighting for the Pentagon or the Russians, and certainly not for Zero. Okay, He was für fighting Big Boss. for Big Boss. He idolized him. Und leider ist von Ocelot nur noch der Körper übrig. Liquid kontrolliert ihn jetzt, ja. When Ocelot grafted Liquid's right arm to his own, Was his ziemlich body dumm was war. taken over by Liquid's thoughts and spirit. He may be Ocelot in physical form, but his mind is Liquid's. I was the last one. And then someone appeared to help me. Raiden. It was when I met him that I finally discovered the location of Big Boss. It was in the data he obtained from GW. Together, he and I retrieved Big Boss. But Big Boss was still asleep, as Zero had left him. Why did Zero keep him alive? People need heroes. Zero wanted to create a messiah. A legend that would never die. Liquid is after Big Boss's body. Is it here? I'll take you to meet him. This is his pyx, his holy ark. Das ist vom Big Boss übrig. His body is alive, but his consciousness is locked away by nanomachines. So technically speaking, he's not really brain dead. We can't allow Liquid to inherit the same sins that corrupted Zero. Manipulating people's minds for the sake of his own ego. Otacon. Snake, it's Naomi. What happened? She's gone. She's not in the Nomad anymore. When? Less than an hour ago. She disappeared right after she and Sonny got back from Dr. Magnar's place. Why weren't you watching her? I didn't have my glasses on. Naomi said it herself. The experiment can't Der war ja auch succeed davor without her. beschäftigt mit ihr. You think she went back to Liquid? What about Raiden? Good news on that front. We managed to get our hands on a dialysis machine and set up an ICU. We just started him on dialysis and treatment for his wounds. Will he live? Yeah, no worries there. Sonny's taken over for Naomi. But his treatment's probably gonna take 48 hours. Until then, Raiden can't move. Hey, you! Come here! What the hell is that? Move! Die hält auch die Waffe wie sie früher, ne? Scarabs. Unmanned scouts. They've found us. We're moving out. Snake, the PMCs are converging on your location. Damn it! They're sending in Gecko! They'll be on you in less than 5 minutes! Are they ready? Yes, ma'am.
We'll escape through the canal route using the real van. Get it ready. Hurry. Yes, ma'am. Snake, over here. We've got decoy vans set to draw some of our pursuers away. Das alte Motorrad aus Snakey Jump. Was wir auch noch im Phantom Pain gesehen haben, als der richtige Big Boss doch dann ganz am Ende des Spiels davon gefahren ist. Mann, so viele Anspielungen. Man wird einfach so belohnt, wenn man die ganze Reihe gezockt hat. They seek revenge on other companies, PMCs that killed their parents, and use their earnings to support their younger siblings. There are countless child soldiers like these in the PMCs. Nowadays, anyone with a computer can get combat training. The FPS games that these children love are distributed for free by these companies. Of course, it's all just virtual training. It's so easy for them to get absorbed by these war games. And before they know it, they're in the PMCs holding real guns. These kids end up fighting in proxy wars that have nothing to do with their own lives. They think it's cool to fight like this. They think that combat is life. They don't need a reason to fight. After all, for them, it's only a game. Zero is the cause of all this. Defeating Liquid won't change things. Unless we stop the Patriot system, the cycle will go unbroken. Ha, die teilt also eigentlich Liquids Bestrebungen. Ha! Noch eine Anspielung. With so many wars being waged, oil and biofuel have become as precious as diamonds. It's been a while since I went out for a ride. Are you sure about this? 40 Jahre ist das ja. I only get off my bike when I fall in love. Or fall dead. Big Mama. Call me Eva. Das war natürlich wichtig, dass wir noch irgendeine neue Maschinenpistole bekommen, die wir nie in diesem Spiel nutzen. There you are, Snake! Where's your anger? Show me your rage! Die Psychos dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Big Mama. Genau das Gleiche ist ihr in Snake Eater passiert. I need you. Is that you? Snake. Mother's work is never done. Nur damals war es ein Ast. Where's the van? Over there. The children. No. So sorry. She'll be coming to search the van. I'll take care of it. You stay here. Keep watch. I'll contact the children. Here. Take this. Snake, come back in one piece. I will. Er muss da kurz einen Vogel vom Himmel holen, ne? Oh, Zeit für eine Spritze. Oh Mann, mehr tot als lebendig. Give me your anger, Snake! Let it boil to the surface! Let your Raging fury Raven. flow freely! Anger begets anger! Come on! Show me your rage! Die ist noch nerviger als die Tentakelfrau.
Eat away at me! I'll never forgive myself. I don't want to be angry. I don't need anger. I'm not angry. Der sich immer dabei denken muss. Was zur Hölle? Let me out of this cage. Und wie gesagt, dank Hideo Kojima gibt es 2 Arten, diesen Kampf zu machen. Entweder sie jetzt erschießen oder ein bisschen abzuwarten, bis man in so eine Paralleldimension mit ihr schlüpft und dann die Kamera zu zücken und Fotos mit ihr zu machen, wenn sie posiert. Keine Verschwörungstheorie. So war es tatsächlich. Du hattest die Wahl. Du kannst auch Fotos von ihr machen. Von allen 4. Du musst jetzt nur lang genug vor dir wegrennen. Dann kommst du in die Gelegenheit. Auf allen 4. Oh, das war zwar nicht beabsichtigt, aber das stimmt auch. Also, die machen halt dann die verschiedensten Posen, wenn du die Kamera zückst und draufhältst. Aber das fällt dir eigentlich bei jedem Metal Gear Teil aus. Der Hideo stellt die Damen immer sehr interessant dar. Auch wenn ich da an Quiet denke, ne, von Phantom Pain. Ich weiß ja, dass mehrere Leute die Streams nur geschaut haben wegen ihr. Aber das war jetzt die jugendfreie Variante. So, jetzt sind wir kurz vor der letzten Szene für heute. Mach mal den Alarm. Sobald das Spiel in Metal Gear Volume 2 neu verremaked wird, gerne. Dann kriegt ihr ja 100 Varianten. So, nach diesem Codec-Gespräch kommt jetzt die große finale Sequenz. Also hol ich schnell noch eine Minute. I laundered this one free of charge. What's the catch? Only that you give it to me when you're done with it. A weapon with that many decades of rage stored up inside it? Now that's a collector's item. How old was she? I'd say about 20. But she had years of soldiers' rage hidden away in that youthful body of hers. Soldiers? Yeah, the soldiers of Hier. A place that hasn't seen peace in a long, long time. She was captured by one side or another, and kept caged up like an animal, along with God knows how many other kids. Anonymous violence. Exactly. It's unknown whether her captors were with the government or the rebels. In any case, they got their kicks by abusing these helpless little kids day after day after day. That constant barrage, that battlefield rage slowly built up inside their bodies. Their minds.
The kids tried to keep each other's spirits up, always clinging to the hope that someone would come to their rescue, barely surviving off of scraps of food. But those soldiers didn't stop. They called the kids parasites and shit-eating ravens, beat them even harder. Then one morning, the soldiers just up and left, leaving the surviving kids to be eaten alive by the birds. Almost like one of those sky burials. One by one, their bodies were picked apart by ravens' beaks, until finally the flock came for her. But by some miracle, their beaks cut her bonds instead. And like that, she was liberated. In that instant, she was filled with an uncontrollable rage, and it smothered her soul. She ripped the ravens pecking at her to pieces, and then went after the soldiers. And when she finally caught up with them, she waited until nightfall like a hunter awaiting its prey. They say that when a raven cries, a man dies. And that's exactly what happened that night. Screeching and cawing, she killed every last living being in the camp. Both the soldiers and the civilians they'd enslaved. In her eyes, there was no longer a difference. The cruelty her friends had suffered, the pain and humiliation she'd endured. Hers was the distillation of the rage that decades of war had imparted on those soldiers. It was her strength, and her greatest weakness. You're something else, Snake. You managed to cleanse Raven of her rage. No, seriously. You're the seed of war. In fact, I'd say you might even be war itself. Draven. Maybe it's still too early to tell. You still got half the B&B Corps ahead of you. Keep your eye on the ball, pal. So, jetzt kommt aus meiner Sicht, abgesehen vom Ende des Spiels, was wir morgen Abend, Spätabend sehen werden, die beste Szene in diesem Spiel. Und danach mache ich dann für heute auch Feierabend. Wer mich hier ein bisschen kennt um meinen Geschmack, kann also sicher denken, in welche Richtung es geht. Das wird jetzt grandios, wie ich finde. Snake, I have to apologize. The 3 vans that came out with us are decoys. The real one is floating down the river, headed downstream. Habe ich gestern und vorgestern schon erzählt. Am Japan-Tag in Düsseldorf nächstes Jahr wird es das VagrantStreams-Treffen geben. Du kannst sehr gerne auch vorbeischauen. Du musst dann nur in Düsseldorf kommen. Meine alte Heimat, aber ich muss jetzt selber in einen Flieger steigen, um da hinzukommen. Also es gibt keine Ausreden. Datum steht bestimmt schon fest. Angst vorbei. Ich glaube, dann hast du es da schwierig. Nee, aber glaub mir, das ist ein Spektakel, das muss man erlebt haben. Und ich sage noch einmal, das Klientel, was sonst in Düsseldorf hausiert, ist an diesem Wochenende nicht da. Ich habe mich da selbst von überzeugt. Fliegen am besten alle im selben Tier. Wenn ihr alle irgendwo in Europa oder der Welt verstreut seid, dann solltet ihr das machen, ja? I don't need to feel the wind anymore. There's no need to keep lying to myself. I only get off my bike when I fall in love. Or... Oh... Or fall dead. Give me a hand. Yeah. The underground aqueduct leads to the river. There should be fewer of them down there. Oh. Wer hätte es gedacht, wir werden beobachtet?
Na, endlich. Schau mal an, wer da sitzt. Wie so ein, keine Ahnung, Penner auf der Bank. Liquid. Beste Kapitelende des Spiels. Kann mir keiner was sagen. Where's the pigs? That no longer matters. Where is it? Is that it? Die verbrennen einfach Big Boss Leiche. Ah, da ist auch Bam und die Verräterin. Du, darf ich hier nicht sagen. And now, thanks to her, I finally have it. The thing I've sought for so long. Big Boss. Put down the gun, Snake. It's already too late. You almost did it. But it looks like I win after all. Cigars. Father's favorite. What do you say? Care for one last smoke? Huh. You think you're Big Boss now? Guilty as charged. But all that ends today. Nice try. But when it comes to CQC, I've got the upper hand. Even if you do get a hold of the system, you'll only have one part of the Patriots AI. The military part. What of it, brother? It's only a matter of time before I have everything. Remember, GW? The AI they think they lost? It's mine. A part of my army. Impossible. We destroyed it. Genau genommen Emma, nicht du. Your worm only managed to cut GW into little pieces. Pieces we were able to reconstruct. And then we stowed it away inside JD's network. This man's body has served me well, allowing me to pass every security barrier between me and GW. After all, ja, als Ocelot konnte er sie in alle Systeme rein. Now that GW is a spook inside the network, there's no way JD would recognize it as an external threat. Once I destroy JD with a nuclear strike, the Patriots network will be mine. And then, I'll build my haven, free from all forms of control. I'll cast aside my old identity and take my own name for
the first time. Liquid, you're planning to recreate the Patriots. Snake, we were created by the Patriots. We're not men. We're shadows in the shape of men. We're freaks who never should have existed. We're a system. Insurance that future generations never prosper. The Patriots saw fit to create us, and in doing so became our only raison d'être. Aber Snake gibt alles. I won't fight my fate any longer. I'll kill Zero and Big Boss and become a Patriot myself. It all began with Zero and Big Boss. Our purpose in life is to fulfill our destinies. And once all is returned to Zero, the world can be reborn. Stimmt. Unter dem Namen hat sie ja Ocelot ursprünglich kennengelernt. Und ich befürchte, von Ocelot ist nichts mehr übrig. So long as we both live, the world will not know an age of light. If we're to pass the baton to the next generation, the only choice left to us is death. Boss. Good. The players have all assembled, Snake. The time has come for you to witness our moment of triumph. Dieses Mischstück, ne? Die hat sich also nur an den Otacon da rangemacht, um mit ihrem USB-Stick an die Daten zu kommen. Damit sie diesen, ja, das System halt endlich ausschalten können. Ja, da ist ja schon unsere Verstärkung. Hold it right there, Liquid! Drop your weapons and stand down, now! Die Amis schlagen das letzte Mal zurück. Kreuzfeuer, perfektes Timing. Du kommst zur letzten Szene, zumindest von heute. Für heute. Aber die beste Szene.
Ja, da haben wir doch jetzt eigentlich gewonnen, wenn die Amis kommen, ne? Genau. All of you, drop your weapons and put your hands up! Die ist auch lichtempfindlich. Da ist die auch schon untot. Liquid, stop! Fire! Zur Erklärung, alle Waffen, die ja das Militär bekommen hat, sind ja kontrolliert vom System mit ID-Sperren. Das Dumme ist nur, er hat jetzt das System gehackt. The system is mine. Your guns and your weapons are no longer your own. Behold, guns of the Patriots. In den ersten 2 Kapiteln hat es das alles erst nicht geschafft, aber mittlerweile haben sie den Code ja.
alle Waffen haben mittlerweile ID-Sperren. Die Sturmgewehre werden sie dann hochgerüstet haben dafür, Kreuzfeuer. Aber jetzt braucht er ja nicht mal mehr die Waffen. Jetzt kann er ja deren... Tja, Zero hat jeden Menschen der Welt kontrollieren wollen, nur nicht damit gerechnet, dass das auch jemand hacken kann. Da sind wir eigentlich beim Thema mit dem Neuralink, ne? Yeah, I'm fine. But why? Nein! Ich glaube, damit hatte sie nicht gerechnet, dass sie dafür dazu geholfen hat, dass es dazu kommt. Na, mit Liquid ist ja nicht einfach böse, ne? Mit ihm haben sie schon einen wirklich sehr guten, wie du sagst, Schurken erstellt. Zumal... Aber ich will jetzt nicht spoilern. Big Boss. Das, was noch von ihm übrig ist. Das ist wirklich mies. Und er hat ihn ja als Kind kennengelernt. In Phantom Pain, dieser nervige Eli, ne? Einer von diesen Kindersoldaten, der uns ja verraten hat. Das ist ja Liquid gewesen. Der da ja schon gegen Big Boss revoltiert hat.
Ja, hätten wir den Phantom Pain nicht gerettet oder einfach ins Meer geworfen, wie Otacons Vater, Alex, wäre das alles nicht dazu gekommen. Ich meine, die totale Kontrolle weltweit von Zero hätte es trotzdem gegeben. Aber zumindest kein Psychopathen, der das alles übernimmt, ne? Ja, also gerade diese moralische und eben auch politische Frage, die in allen Metal Gear Teilen ja so aufgeworfen wird. Ich finde das super. Also kenne ich keine Steigerung von im Computerspielgenre. No. Great friends. Meryl! 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 Wie war's? Du bist der Held, bis du rechtzeitig stirbst, bevor du selbst der Bösewicht wirst. Das Zitat ging ein bisschen anders, aber vom Sinn her war's so. Aber das ist auf jeden Fall meine Lieblingssequenz gewesen in diesem Spiel. Also abgesehen vom Ende natürlich, aber das war jetzt schon ein Höhepunkt. Ich fand das so gut inszeniert. Da kommt nichts im Metal Gear sonst dran, außer vielleicht im ersten Teil, also Snake Eater, chronologisch ersten Teil, dieser Kampf zwischen Snake und Volgen. Der kommt vielleicht noch ran. Jetzt sehen wir ihn auch das erste Mal ohne Maske. Er ist ja immun gegen diese ganze Scheiße, weil er hat ja diese Nanomaschinen nicht. Er war ja nie ein Teil des Systems, deswegen konnte er auch nicht ausgeschaltet werden. Meryl! It's not... I mean... Das wird wohl nichts mehr mit ihr und Snake. Wenn mitten in der Szene reinkommt und nicht weiß, dass er versucht, sie wiederzubeleben, könnte man die Szene auch anders interpretieren. Cheers, Mario! Hey. If it's alright, call me Johnny. Ja, Meryl hat überlebt. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen an diesem Abend. Ich befürchte, mit einer meiner Lieblingspersonen aus Snake Eater ist es auch vorbei. When a beast steps into the light, unless the light is put out, the shadow cannot be erased. Sie wurde jetzt mehr oder weniger umgebracht von zu 50% ihrem Sohn und zu den anderen 50% ihrem Kameraden Ocelot. Das ist natürlich scheiße. Und direkt vor ihr wurde Big Boss liquidiert. And when that happens, you will be too. Ja, ist das so, Punisher? Dann bleib morgen am Ball. Morgen
kommt ja das Ende. Mal schauen, ob du das dann noch so sagst. Like I said, we pride ourselves on service. Hättest ja mal eine halbe Stunde früher kommen können. Let's take this guy to his friends. Aber das fand ich schon echt gut inszeniert. Das Ende vom Kapitel 3.